Für Neulinge wirken Pen-and-Paper-Rollenspiele oft wie ein riesiger Berg aus Regeln und Büchern, der erst erklommen werden will, ehe sowas wie Spaß überhaupt zur Debatte steht. Doch was wäre, wenn ich dir in unter 10 Minuten ein Spiel erkläre, das du noch heute leiten kannst, für das du kaum etwas vorbereiten musst? Ein Spiel so voll mit spannenden Ideen und einer so abwechslungsreichen Welt, dass selbst alte Hasen sagen, das wird meine nächste Kampagne. Oder du machst es so wie ich und nutzt es immer dann, wenn dein regulärer D&D-Termin ausfällt, weil jemand kurzfristig absagen musste, bis deine Gruppe dann von sich aus sagt, lass uns doch Mausritter spielen. Dafür schlüpft die Gruppe in die Rolle von abenteuerliebenden Mäusen in einer gigantischen und gefährlichen Welt, nämlich unserer. In dieser behaupten sich die Mäuse mit Mut, Messer und Magie gegenüber eingebildeten Katzen, ehrenhaften Froschrittern und zauberkundigen Eulen. Wie wird also gespielt? Die Spielleitung bereitet ein Abenteuer vor oder nutzt eines der mitgelieferten Module, um direkt loszulegen. Die Gruppe erstellt ihre Mäuse und das geht so schnell, dass wir hier ein Video verlinkt haben, in dem wir die Charaktererstellung in unter einer Minute erklären. Das kannst du natürlich gerne an deine künftige Gruppe weiterleiten. Immer wenn die Mäuse etwas Riskantes oder Gefährliches tun, legen sie dafür eine Probe ab. Mausritter nutzt dafür 3 Attribute: Stärke, Geschicklichkeit und Willenskraft. Für diese Proben wird ein 20-seitiger Würfel genutzt. Passend zu den Mäusen ist in diesem Spiel kleiner besser. Denn das Ziel der Probe ist, das Attribut deiner Maus zu treffen oder zu unterbieten. Nehmen wir an, deine Maus hat eine Stärke von 10 und versucht ein Glas anzuheben, unter der eine Hummel gefangen ist. Würfelst du eine 10 oder niedriger, gelingt es deiner Maus, das Glas anzuheben, damit die Hummel rauskommen kann. Auch Mausritter nutzt Vor- und Nachteil. Wenn deine Gruppe dir beim Glasanheben hilft, kannst du 2W20 würfeln und das niedrigere Ergebnis gilt. Wenn das Glas beschwert sein sollte, hast du Nachteil, würfelst wieder 2W20, aber nimmst das höhere Ergebnis. Sollte eine fiese Ratte versuchen, dich zu ärgern, indem sie das Glas runterdrückt, macht ihr eine vergleichende Probe. Du und die Ratte macht jeweils einen Stärkewurf und das niedrigere, erfolgreiche Ergebnis gewinnt. Du kannst aber natürlich auch versuchen, die Ratte mit einem Angriff zu verscheuchen. Immer wenn deine Gruppe ahnungslose Feinde angreift, seid ihr zuerst dran. Ansonsten braucht ihr eine erfolgreiche Geschicklichkeitsprobe, um als erstes anzugreifen. In deinem Zug kann sich deine Maus bis zu 30 cm weit bewegen und eine Aktion machen. Aktionen können alles Mögliche sein. Du kannst der Ratte einreden, dass über ihr im Regal ein saftiges Stück Käse auf sie wartet, das Glas kurzerhand zerschmettern oder deine Schleuder schwingen, um der Ratte eins vor den Latz zu hauen. In Mausritter treffen Angriffe immer. Du würfelst den Schadenswürfel deiner Waffe und machst entsprechend viel Schaden. Ist dein Angriff beeinträchtigt, weil die Ratte in Deckung steht, würfelst du statt deinem Schadenswürfel einen W4. Ist er verstärkt, weil die Ratte zu viel von dem ausgelaufenen Wein genascht hat, ist er ein W12. In jedem Fall machst du Schaden, der von den TP, den Trefferschutzpunkten der Ratte, abgezogen wird. Sollten die TP auf 0 gehen, ziehst du den restlichen Schaden vom Stärkewert der Ratte ab. Diese macht dann eine Stärkeprobe, um zu gucken, ob sie noch weiterkämpfen kann. Misslingt die Probe, hat die Ratte kritischen Schaden erlitten, bekommt den Zustand verletzt und ist kampfunfähig. Sollte eine verletzte Kreatur 60 Minuten lang unversorgt bleiben, stirbt sie. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für deine Maus. Soweit so Rollenspiel. Aber jetzt macht Mausritter etwas komplett anders als alle anderen Rollenspielsysteme, die ich kenne. Zustände wie verletzt, verängstigt oder erschöpft werden nicht einfach nur notiert und gehen mit einem negativen Effekt einher. Nein, jeder zusätzliche Zustand reduziert die Optionen, die deiner Maus zur Verfügung stehen. Denn das, was die Mäuse ausmacht, ist ihr Inventar. Mausritter hat nämlich keine Klassen, aber dafür hat es cooles Zeug. Und genau dieses Zeug definiert, was deine Maus alles kann. Anders als in den meisten anderen Systemen ist dein Inventar nicht einfach nur eine Liste mit Kram. Nein, jeder einzelne Gegenstand kommt in Kärtchenform oder ausgedruckt. Und diese Kärtchen platzierst du dann auf deinem Körper oder in deine Pfötchen. Und alles, was du mit dir rumschleppst, muss in eins der 6 Rucksackfelder, die dir offen stehen. Aber waren wir nicht gerade noch bei Zuständen? Was hat das jetzt damit zu tun? Die Zustände sind genauso Kärtchen und die müssen in deinen Rucksack platziert werden.
Wenn du also ängstlich, erschöpft oder verletzt bist, wirst du diesen Zustand erst wieder aus deinem Rucksack los, wenn du die Anforderungen auf der Karte erfüllt hast. Je größer die Strapazen sind, die deine Maus auf sich nehmen musste, desto weniger cooles Zeug kann sie mit sich rumtragen. Doch von was für coolem Zeug rede ich hier eigentlich die ganze Zeit? Zum Beispiel Zauberbohnen, die sehr, sehr schnell wachsen, oder magischen Waffen wie einem rostigen Nagel oder Streichhölzern. Deiner Gruppe fällt bestimmt irgendwas ein, wofür die nützlich sein könnten. Und natürlich die coolsten Sachen überhaupt, Zauber. Zauber nehmen auch einen Platz im Inventar ein und das Magiesystem ist in Mausritter genauso clever und simpel gelöst wie alles andere auch. Zauber befinden sich immer auf kleinen, mit Runen verzierten Obsidian-Tafeln. Diese verfügen immer über 3 Ladungen Macht. Wenn du also einen Zauber vorliest, entscheidest du, mit wie viel Macht du diesen einsetzen möchtest. Und dann würfelst du entsprechend viele 6-seitige Würfel. Dabei macht natürlich jeder Zauber einen anderen Effekt. Ein Feuerball fügt allen Kreaturen in einem bestimmten Gebiet so viel Schaden zu, wie du insgesamt gewürfelt hast, plus die Anzahl der Würfel. Der Furchtzauber dagegen verängstigt einfach so viele Wesen, wie du Macht eingesetzt hast. Heißt das jetzt also, dass du mit dem Furchtzauber genau 3 Lebewesen Angst einjagen kannst und das war's? Nein, nicht ganz. Wie gesagt, würfelst du für jede eingesetzte Macht einen W6 und nur bei einem Ergebnis von 4, 5 oder 6 streichst du dir diese Macht von dem Kärtchen. Solange du also fleißig Einsen würfelst, kannst du den ganzen Wald in Angst und Schrecken versetzen. Aber was ist, wenn die Macht dann doch aufgebraucht sein sollte? Dann kannst du den Zauber natürlich laden. Aber nicht irgendwie. Du musst die zuvor in den Steintafeln gefangenen Geister wieder zurücklocken. Um deinen Feuerball wieder aufzuladen, musst du die Steintafel 3 Tage lang in einem lodernden Feuer aufbewahren. So wird Magie nicht nur etwas Besonderes und Mystisches, die Aufladung einer Steintafel kann ein ganzes kleines Nebenabenteuer werden. Oder du pfeifst auf den Zauber und verkaufst ihn mit den ganzen anderen Schätzen, sobald ihr wieder zu Hause seid. Aber warum überhaupt cooles Zeug mit sich schleppen und zu Hause verhökern? Weil Kerne, die Währung in Mausritter, gleichzeitig die Erfahrungspunkte in diesem Spiel sind. Es ist also nur dann möglich, deine Maus mutiger, robuster, stärker, schneller und weiser zu machen, wenn du mit ausreichend coolem Scheiß und Kernen zurück nach Hause findest. Und ja, auch Kerne brauchen Platz in deinem Inventar. Die Gruppe muss also tapfer genug sein, um möglichst viele Schätze zu finden, aber auch vorsichtig genug, um sie auch in einem Stück wieder nach Hause zu bringen. Zu Hause angekommen, ruhen sich die Mäuse von ihrem Abenteuer aus. Eine komplette Rast benötigt eine ganze Woche, stellt dafür aber alle TP und alle Attribute wieder her. Unterwegs müssen die Mäuse mit kurzen und langen Rasten auskommen. Eine kurze Rast dauert etwa 10 Minuten und heilt 1 W6 plus 1 Trefferschutzpunkte. Eine lange Rast dagegen braucht eine ganze Wache. Eine Wache dauert 6 Stunden und stellt alle TP der ganzen Gruppe her und falls die TP voll sein sollten, bis zu 1 W6 pro Maus eines Attributs eurer Wahl. Jetzt weißt du nicht nur alles, um Mausritter zu spielen, du kannst es jetzt sofort leiten. Und das nach nicht mal 10 Minuten. Von wegen alles erklärt in unter 10 Minuten. Was ist mit den Gegenstandsanwendungen? Das hat euch Vergangenheits-Pete natürlich nicht gesagt. Nach jedem Kampf würfelt man nämlich einen W6 für jeden genutzten Gegenstand und muss bei einer 4, 5 oder 6 eine der 3 Anwendungen streichen. So nämlich. Genauso wie bei den Zaubern. Hätte man verbinden können, hat er aber nicht. Und siehe da, mit dieser Ergänzung sind wir nämlich auch bei immer noch unter 10 Minuten, also hatte Pete recht. Dieses Video ist nicht gesponsert, aber bei System Matters läuft gerade die Vorverkaufsaktion von der deutschen Übersetzung zu Mausritter. Und wenn du die jetzt unterstützt, bekommst du sofort das PDF und kannst direkt heute noch loslegen. Neben den Regeln, Spielbeispielen, Werten für andere Tiere, einem kompletten Abenteuerschauplatz und einer fertigen Mäusesiedlung hast du in dieser Box alles, was du zum Losspielen benötigst. Sogar ein zuckersüßes Abenteuer wartet auf dich und bei Veröffentlichung im September sogar ein ganzer Abenteuerband, der in einem Schrebergarten spielt. Die Werkzeuge und Tabellen, die das Regelbuch bereithält, damit du ganz einfach deine eigenen Abenteuer gestalten kannst, gehören zu dem Besten, was ich je in einem Rollenspielsystem gesehen habe. Sie sind so gut, dass ich gar nicht anders konnte, als mein eigenes Abenteuer zu gestalten, das wir am 14.08. live auf Twitch spielen werden. Und wenn du das hier kurz nach Veröffentlichung siehst,
Schalt auf jeden Fall ein, denn wir verlosen ein Bundle während des Livestreams. Solltest du aber aus der Zukunft stammen, haben wir leider nur einen Trostpreis für dich. Du kannst dir das Abenteuer hier direkt angucken. Danke an System Matters für das Bundle, das wir verlosen dürfen, und ein ganz, ganz besonderer Dank an alle Vorteilchen, die uns auf Steady und jetzt auch auf Patreon unterstützen. Durch euren finanziellen Support haben wir im vergangenen Jahr so viele Videos rausgehauen wie noch nie in der Geschichte unseres Kanals. Und dafür möchten wir ganz besonders Danke sagen. Wenn auch du unsere Mission unterstützen möchtest, möglichst viele Menschen in dieses großartige Hobby reinzulassen, kannst du das mit einer monatlichen Spende von 2,50 € oder mehr tun. Wenn du das aber nicht kannst oder nicht möchtest, gar kein Problem. Du kannst einfach auf ein weiteres Video klicken und YouTube sagen, dass wir richtig dufte sind. Oder du abonnierst den Kanal und schickst ihn an alle Leute, die du kennst, und sagst ihnen, dass sie dasselbe tun sollen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.